Das, was ich dir jetzt sage und zeigen werde, willst du nicht hören. Ich muss es dir aber zeigen, denn Alice Weidel war gestern bei Markus Lanz und hat die komplette Show auseinandergenommen und Politiker wieder mal entlarvt. Unter anderem auch Friedrich Merz, aber auch den Herrn Zelensky. Und was sie dazu sagt und was sie von dem Krieg hält in der Ukraine, das müssen wir uns jetzt anschauen. Und ich werde dir im Laufe des Videos tiefe Einblicke aus der zerbombten Ukraine zeigen, weil es ja dort aktuell so schlimm ist. Also, diese Einblicke hast du noch nicht gesehen. Schau dir das unbedingt an. Bleib bis zum Ende dran. Los geht's. Aus meiner Sicht nicht vorbereitet, aber das ist doch hier nicht die Frage. Die Frage ist, wollen wir Krieg oder wollen wir Frieden? Und ich glaube, die eindeutige Antwort ist, dass wir Frieden wollen. Und Donald Trump hat die Tür geöffnet für Friedensverhandlungen. Er will genau das, was wir seit 3 Jahren als AfD im Deutschen Bundestag fordern. Wir wollen Friedensverhandlungen, wir wollen Waffenstillstand haben, um dieses unnötige, unsinnige Sterben so schnell wie möglich zu beenden. Und darauf arbeitet Donald Trump zu. Und jetzt nochmal zu Ihrer Frage zurück, was sich dort abgespielt hat. Ich glaube, es war historisch, es war ein reinigendes Gewitter, weil vor den Augen der Weltöffentlichkeit, und das ist neu gewesen, nicht hinter verschlossenen Türen, sondern vor aller Augen sehr deutlich wurde, wo Trump hin möchte. Sein Vizepräsident J.D. Vance, den ich auch getroffen habe in München, ein unglaublich weiser, vorausschauender Mann. Die Leute, die haben das kann man so oder so sehen. Ich sehe das so, ein Mann mit einer Vision für Amerika und auch einer Vision für die Ukraine. Und diese Leute wollen Frieden. Und die Europäer haben das Zepter des Handelns aus der Hand gegeben. Das hat dieses Gespräch auch noch gezeigt. Wir sind überhaupt nicht mehr im Driver's Seat. Uns fragt niemand mehr. Wir spielen gar keine Rolle mehr. Es wird hier verhandelt. Also es ist tatsächlich so. Wir haben keine europäische Führung mehr. Und das ist natürlich sehr, sehr schwerwiegend für uns. Darf ich noch mal fragen? Also Bettelpräsident, wie finden Sie sowas? Ja, das kann man sagen. Ja, ich meine, Zelensky ist da 3 Jahre lang um die Häuser gezogen und hat wirklich um Geld gebettelt. Sie würden sich dieses Vokabular zu eigen machen? Sie würden sagen, das kann man in der Überspitzung sagen. Inhaltlich ist es auf jeden Fall richtig. Der ist um die Häuser gezogen? Der vertritt ein Land, das brutal angegriffen worden ist von Russland, dessen Existenz auf dem Spiel steht, der mit ansehen musste, wie Hunderttausende vertrieben worden sind. Wenn Sie mal in der Ukraine waren, dann werden Sie erleben, dass Sie keinen Menschen dort treffen. Keine Familie, kein Kind, keine Frau, keinen Soldaten. Waren Sie mal da in der Ukraine? Nein. Es ist wirklich interessant, weil man dann versteht, was das eigentlich ist. Und in Wahrheit ist das eine zutiefst moralische Angelegenheit. Das ist nämlich eine Schlacht zwischen Gut und Böse. Und darum wollen wir es ja auch beenden. Ja. Okay, Moment. Ich muss jetzt dir ganz kurz was einspielen, was ich entdeckt habe. Das wird dir die Augen öffnen, denn natürlich herrscht da irgendwo Krieg in der Ukraine, aber schau dir dann gerne mal das hier an. Зупинка, вулиця Обсерваторна. Найближче укриття, вулиця Січових Стрільців, 4. Зупинка, вулиця Івана Драча. Найближче укриття, провулок Бехтерівський, 4А. Also ich lasse das Ganze mal unkommentiert. Lass du mir mal deine Meinung dazu da.
Und vergesst auf jeden Fall nicht, diesen Kanal jetzt spätestens einen Daumen nach oben da zu lassen. Und wir wollen jetzt reingehen, weiter ins Gespräch mit Markus Lanz. Aber Frau Weidel, das wollen alle. Also sozusagen Nein, der Präsident wollte es letzten Freitag nicht. Und das war explizit. Und wir müssen Frieden schaffen. Weil es ist nicht Zelensky, der Zelensky, auf dem... sagen Sie, der will keinen Frieden? Das hat er gesagt. Und jetzt ist er zurückgerudert, weil das Ganze nämlich vor der Kamera eskaliert. Doch. Er wollte nicht auf den Frieden hinarbeiten. Und das ist auch der Grund, warum er das Weiße Haus verlassen musste. Er wollte den Deal nicht, er wollte die Erpressung nicht. Er wollte Sicherheitsgarantien haben und er wollte sich nicht mit der Pistole an der Schläfe erpressen lassen. Das ist doch was anderes. Ja, aber wir müssen hier, also wir müssen hier einen Friedensvertrag machen. Und was ich hier zum Beispiel auch von der deutschen Politik vermisse, und das habe ich beispielsweise auch von dem angehenden Bundeskanzler überhaupt gar nicht gehört bisher, wie eigentlich die Strategie für die Ukraine aussieht. Man sagt die ganze Zeit, wir stehen an der Seite der Ukraine, Putin ist böse. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde die Diskussion viel zu verkürzt. Es ist mir viel zu wenig. Mir fehlt komplett die außenpolitische Strategie her. Die europäische außenpolitische Strategie fehlt möglicherweise. Ich würde trotzdem noch mal gerne darauf zurück. Sie sagten gerade, J.D. Vance ist ein unglaublich weiser Mann mit einer Vision für Europa. Richtig. Wir müssen uns... Was ist die Vision für Europa? Das wird mich mal interessieren. Er möchte, also die USA, und das haben Sie ja auch deutlich gemacht, sie wollen Partner auf Augenhöhe haben. Ziemlich einfach. Sie wollen keine Trittbrettfahrer mehr haben. Sie wollen auch nicht mehr für Europa bezahlen. Und das ist auch der Grund, warum hier gerade mit Militärausgaben aus amerikanischer Richtung für Europa gespielt wird. Sie wollen einfach, dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen und nicht mehr dafür bezahlen. Und das ist völlig legitim. Und vor allen Dingen in erster Linie, und darum geht es hier, darum habe ich gesagt, es geht hier um Krieg und Frieden. Was wollen wir eigentlich? Und darum fehlt mir hier komplett die außenpolitische Strategie der anderen Parteien. Wie sieht ein Frieden eigentlich aus? Wir wollen das auch. Wir wollen einen Waffenstillstand. Wir wollen dieses unsinnige, wir als Alternative für Deutschland. Das will die Junge Union, das will Frau Alvarez, das will Justus Bender, das will ich auch, das will jeder. Doch. Nein, Friedrich Merz hat es doch gerade noch artikuliert. Frau Weidel, das ist doch nicht in Ordnung. Sie können doch nicht. Hat er doch in der Elefantenrunde gesagt. Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, wir stehen an der Seite der Ukraine. Taurus-Lieferung ist immer noch nicht vom Tisch. Waffenlieferungen sind nicht vom Tisch. Soldaten in der Ukraine sind auch nicht vom Tisch. Ich muss Ihnen sagen, wir müssen das beenden. Das hat aber erstmal nichts damit zu tun, ob er Frieden möchte oder nicht. Aber er hat gerade bisher überhaupt keine Strategie. Wenn wir uns auf den Basiskonsens nicht mehr einigen können, dass alle die von außerhalb sozusagen daran beteiligt sind, dass die prinzipiell natürlich Frieden wollen. Aus Ihrer Sicht aussehen? Ich finde, der Minimalkonsens auch in dieser Runde muss doch sein, dass wir das alle wollen. Dass alle wollen, dass dieses Sterben aufhört. Heftiges Wortgefecht hier zwischen den beiden. Es ist aber noch nicht zu Ende, denn die Frage nach der Zusammenarbeit mit der CDU an die Frau Weidel, schau dir das mal an. Würden Sie tatsächlich mit Friedrich Merz in eine Koalition eintreten? Also Friedrich Merz hat sich demaskiert. Also ich habe davor auch im Wahlkampf gewarnt. Die Versprechen heute sind morgen nichts mehr wert. Also genau das hat er ja auch. Nein, also Friedrich Merz kann man sich nicht vorstellen. Ich halte den Mann jetzt nicht mehr. Sie haben immer wieder gesagt, der Mann ist einfach. Das hat er ja gezeigt. Der Mann ist nicht integer. Und dementsprechend kann man mit ihm seit heute ist das so? Oder seit wann ist das so? Und ja, seitdem er alle Wahlversprechen gebrochen hat. Also er kann sich es hat ja keine 24 Stunden also Sie gedauert. Schließen eine Koalition mit dieser CDU auf jeden Fall unter Friedrich Merz. Das, was Sie jetzt gesehen haben, hier verfassungswidrig Sonderschulden in dem gigantischen Ausmaß ja einfach zu beschließen, das wird uns in solche eklatanten Verwerfungen stürzen. Ich halte diese Politik von Ihnen für völlig unseriös, was Sie da gerade machen. Also das ist ja eine gute Nachricht. Vor allem, sie redet hier von Sonderschulden. Falls du neu auf diesem Kanal bist, muss ich dir das noch mal ganz kurz von ihr selber aber natürlich mal erläutern lassen, was denn Sonderschulden überhaupt sind. Wir wollen doch einfach festhalten, was Sie eigentlich sind als CDU. Sie haben Ihre Wahlversprechen maßgeblich Sie nicht vom Thema alle ab, beantworten gebrochen. Sie doch einfach die Frage, Sie warum haben Sie Ihre Wahlbetrug begangen. Richtig. Und im Übrigen, um bei den Definitionen einfach mal zu bleiben, es ist kein Sondervermögen, sondern es sind Sonderschulden. So, Sondervermögen ist schon mal falsch. Sie hatten sogar in Ihrem Wahlprogramm stehen, ja gut, aber ich möchte einfach auch zu diesem Komplex einfach noch was sagen, weil ich dazu gar keine Gelegenheit hatte.
Worte. Wir sind, doch. Sie haben sagen dürfen, das ist ein Staatsstreich. Wir haben ja gerade hier, das ist ja wunderbar. Entschuldigung, mehr geht ja nicht. Wie hier von Seiten der CDU rumjongliert wurde. Die Schuldenbremse war Bestandteil sogar des Wahlprogramms. Und darum muss man hier überhaupt gar nicht rumreden. Sie weichen das alles auf. Sie schmeißen alles über den Haufen. Sie betrügen ihre eigenen Wähler. Es wird zu enormen Verwerfungen kommen am Kreditmarkt. Es wird zu finanzpolitischen Verwerfungen kommen. Es wird enorme Auswirkungen haben auf den Euro. Der wird abwerten. Wir haben eine importierte Inflation. Und vor allen Dingen, was glauben Sie eigentlich, woran sich die Kredite und die Hypotheken der Häuslebauer orientieren? Genau, vielleicht wissen Sie es nicht. Ich erkläre es Ihnen gerne. An den 10-jährigen Staatsanleihen, deren Rendite jetzt schon innerhalb von wenigen Stunden gesprungen sind. Und zwar nicht um 1 Basispunkt, 2, nein, um 16 Basispunkte. Nein, ja. Basispunkte 16 Basispunkte. So, und was glauben Sie, was das für die gesamten Häuslebauer bedeutet? Uns wird der Kreditmarkt um die Ohren fliegen. Und das ist Ausfluss Ihrer unseriösen Politik. Erklären Sie das doch einfach mal Ihrem Vorsitzenden. Stopp, einmal ganz kurz, wenn Sie den Punkt machen. Sehr lange Themaablenkung. Ich würde gerne die Expertin in der Runde noch mal fragen, Frau Alvarez. Bitte. Ist das so? Ist das der Zusammenhang? Ist das, was passieren wird finanzpolitisch? Ja, also natürlich werden wir enorme Zinslasten durch diese Entscheidung haben. Und man muss die auch sicherlich in 2 Teile teilen. Also das eine ist die Schuldenbremse, wo es eben um die Verteidigungsausgaben geht. Und das andere sind die Infrastrukturausgaben mit dem Topf von 500 Milliarden Euro. Aber gerade mit Blick auf die Verteidigungsausgaben hat es ja der Kollege Bender auch noch mal klar gemacht, dass Friedrich Merz jetzt eigentlich keine andere Wahl hatte, mit Blick eben auch auf die geopolitischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, genau. Da jetzt eine Lösung zu finden. Die Argumente haben wir diesbezüglich schon ausgetauscht. Also auch hier heftiges Statement. Ich hoffe, es hat jetzt jeder verstanden, was hier die CDU, die Union veranstaltet hat. Und zum Ende des Videos möchte ich hier aber noch mal ganz kurz das Statement von Alice Weidel zeigen, was sie denn wirklich jetzt für Deutschland will. Sagen, wir wollen nicht weniger Demokratie, wir wollen vor allen Dingen viel mehr Demokratie. Das ist der Grund, warum wir als einzige Partei fordern, das ist billig. Darum sind wir als einzige Partei hier angetreten. Wir wollen direkt demokratische Elemente haben. Wir wollen, dass das Volk direkt abstimmen kann, in Direktabstimmung, sodass wir eine zusätzliche Kontrolle neben den parlamentarischen Wahlen haben, zur Kontrolle der Regierung. Und ich halte das für das Schweizer Modell, ich halte das für absolut wichtig. Wir wollen die Demokratie und die Mitspracherechte gerade stärken für die Bevölkerung, die nicht nur alle 4 Jahre in den Bundestagswahlen mit abstimmen dürfen. Leute, was soll man sagen? Ein kleiner Hinweis natürlich noch von mir an der Seite in Bezug auf das Video aus der Ukraine. Ja, das ist ein echtes Video und es gibt viele Menschen, die aktuell in der Ukraine sind und sehr froh sind, sogar in der Ukraine leben zu können. Vor allen Dingen sind auch sehr viele Ukrainer wieder zurückgegangen aus dem Ausland nach Ukraine und genießen dort ihr Leben. Es gibt krasse Videos aus dem Schwarzmeer, wie im Sommer dort gefeiert worden ist, während der Kriegszeit und sonstiges und vieles mehr. Also am besten ist es schon, man macht sich ein eigenes Bild und glaubt nicht immer komplett dem TV-Gerät, was das sagt. Und dementsprechend bedanke ich mich für deine Anwesenheit, dass du das Video bis hierher geschaut hast. Lass mir unbedingt deine Meinung jetzt dazu da und vor allen Dingen auch einen Daumen nach oben, deine Meinung und gerne auch ein kostenloses Abo. Einfach hier draufklicken, die Glocke aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. Hier aber nochmal ein verlinktes Video von JD Vance, denn er spricht Klartext, was er von den europäischen Politikern hält. Absoluter Wahnsinn, musst du dir direkt anschauen. Ich danke dir und wünsche dir weiterhin einen schönen Tag.